Denkst du nicht, dass gerade zum FEC-Start so ein schön gecachter Start auch cooler für deine Viewer ist? Nö. Ehrlich gesagt, das ist halt nur meine persönliche Meinung. Aber ehrlich gesagt, wenn du jetzt mit unendlich Cash starten würdest, wie das manch einer macht, also ich sag mal so, Rekordhalter, die erster Level, Max-Level sind auf den neuen Servern, die haben ja gefühlt unendlich Cash, also vollkommen egal, wie viel Cash sie noch brauchen, sie werden es aufladen oder sie haben es bereits aufgeladen, sodass sie sich immer alles kaufen können. Und ganz ehrlich, ist das nicht sogar viel langweiliger? Wenn du einfach alle Power-Ups laufen hast und jeder, der zuschaut oder so, weiß, egal was abläuft, egal was passiert, du hast immer noch mehr Power-Ups und immer noch eine Ampli und es geht niemals irgendwas leer und du kannst einfach alles kaufen. Ist das nicht sogar viel langweiliger? Nichts spielt eine Rolle, du bist unsterblich, weil du viel zu viele Power-Ups anhast. Ist doch auf Dauer sogar viel langweiliger, würde ich sagen. Wenn du weißt, der Typ hat unendlich Cash, es wird ihm niemals irgendwas ausgehen. Also ist doch eigentlich sogar viel langweiliger. Außerdem ist es dann auch nicht mal halb so beeindruckend, weil du kannst jetzt dreifach Ampli stacken bis Level 120 und so. Also ich will nicht wissen, wie schnell hier jetzt 120 geht, wenn der Server leckfrei startet. Also ganz ehrlich, das ist echt schon fast langweilig. Wenn du am ersten Tag schon 120 erreichen könntest oder würdest und dann bist du nach wenigen Tagen schon wieder auf 160. Na gut, 160 geht so schnell dann eher wieder nicht, aber ich meine zum Beispiel, jetzt bin ich auf Asria. Mal angenommen, morgen würde der FEC starten und ich bin dann übermorgen schon wieder in Asria, nur auf dem FEC. Das ist ja irgendwie... Keine Ahnung, das ist einfach das komplettes Low-Level einfach komplett geskippt innerhalb von wenigen Tagen. Gut, der Unterschied ist natürlich, du hast den ganzen Tag gespielt, was ich jetzt natürlich nicht mache. Das wäre der Unterschied. Aber vom Prinzip her ist das doch eigentlich viel langweiliger. Und dann bist du wieder den ganzen Tag nur in Dungeons. Tag ein, Tag aus, den ganzen Tag in Wilds oder sonst wo. Also, keine Ahnung, ist das wirklich so viel spannender? Weiß ich jetzt nicht. Wenn du nach wenigen Tagen schon wieder nur noch den gleichen Grind jeden Tag siehst. Also sagen wir höchstens 2 Wochen, so lange hat es letztes Mal gedauert. 11 Tage waren es letztes Mal, meine ich. Das heißt, dieses Mal wird es wahrscheinlich nicht sehr viel länger dauern, weil du noch mehr Ampli stacken kannst und Kylo noch mehr XP gibt. Also sehr viel länger wird es nicht dauern. Und dann hast du nach wenigen Wochen, hättest du schon wieder einfach den ganzen Tag Anku-Runs. Tag ein, Tag aus, 10 Anku-Runs. Tag ein, Tag aus, 10 Wilds-Runs. Keine Ahnung. Also du speedrunst dann im Endeffekt den einzigen Teil des Spiels, der halbwegs abwechslungsreich ist, nämlich die Reise nach oben. Also erst Flaris für ein bisschen, dann Saint Morning, dann Darkon 1, Darkon 2, Darkon 3. Gut, die Wüste würden viele gerne skippen, zugegebenermaßen. Das ist der einzige Teil, den man wirklich unbedingt skippen wollen würde. Aber vom Prinzip her würdest du ja die komplette Reise einfach speedrunnen. Der einzige Teil, der wirklich abwechslungsreich ist, um zu dem Punkt zu kommen, wo du dann den ganzen Tag wieder immer nur das Gleiche machst. Immer den gleichen Dungeon. Immer die gleichen Giants vielleicht auch. Und das dann halt für 6 Monate. Also, keine Ahnung. Ich denke, einmal will man es vielleicht gesehen haben, wie jemand so komplett übertreibt, okay. Aber... Wie gesagt, auf Dauer, denke ich, ist das eher langweiliger. Tatsächlich. Vor allem eben, wie gesagt, unter dem Aspekt, dass du dir eh alles kaufen kannst. Dass dir niemals etwas leer geht und so. Also ich denke, genau dieser Faktor wäre langweilig. Also dann wäre es, wenn überhaupt, noch mit einem Budget interessanter, dass du wirklich sagst, 10.000 bzw. 11.000 F-Coin und nicht ein F-Coin mehr. Also wenn dann noch so vielleicht, dann wäre es noch ein kleines bisschen interessanter, weil man wüsste, okay, du hast nicht unendlich Power-Ups, du hast nicht unendlich Amplis, du kannst nicht die ganze Zeit mit dreifach gestackten Amplis leveln, weil dir irgendwann das Cash ausgehen wird. Das wäre dann vielleicht noch ein bisschen interessanter. Aber, ja, keine Ahnung. Ich denke, das passt schon so.
Also bringt mir das ja nichts, weil erstens würde ich damit meinen Free-to-Play-Status wegwerfen und zweitens, am Ende kommt es ja eh aufs Gleiche raus. Also ich habe ja schon gut, ist schon wieder ein Red Rob. Justice Helmet. Oh. Ich habe ja schon alles auf Burodeng, was man braucht. Ich habe Champion-Schmuck plus 7, ich habe Adept-Schmuck plus 7 plus 8, ich habe Defenders-Set plus 5, ich habe einen sehr gut ausgerüsteten Tank, einen sehr gut ausgerüsteten Elementor, sehr gut ausgerüsteten Blade, was Schmuck angeht, einen sehr gut ausgerüsteten Jester. Also ich meine, ich habe ja eigentlich schon auch alles. Also es gibt halt auch einfach keinen Grund für mich zu cashen, weil ich habe ja schon alles, was man will. Ich habe 3 perfekte Pets. Crit Damage, HP und ATK. Also ich brauche halt einfach auch nichts. Deswegen wäre es halt auch wirklich irgendwie Geldverschwendung. Sicherlich auf dem FEC starte ich wieder das absolute Kackboon. Aber auf Burodeng habe ich alles, was ich brauche. Und könnte mir auch alles kaufen, was ich haben wollen würde. Also warum dann cashen? Das ergibt keinen Sinn. Das wäre noch der andere Aspekt davon. Aus meiner Sicht. Deswegen fürchte ich, wird es dazu nicht kommen. Ich würde es nur in Erwägung ziehen, vielleicht. Ich würde es in Erwägung ziehen, wenn mir Gala einen gesponserten Account gibt. Mit unendlich F-Coin. Den ich dann am Ende irgendwie vergiveawayen würde oder so. Und dann hat er natürlich keine unendliche F-Coin mehr. Irgendwie so. Dann würde ich es vielleicht in Erwägung ziehen. Das wird Gala aber auch nicht machen. Davon mal abgesehen. Nicht mal ein Looter-Pad am Anfang Pagan. Free to play, Sir. Und ja. Und das ist halt auch so ein Gedanke, mit dem ich schon gespielt habe, quasi so einen Account zum Giveawayen hochzuzocken. Allerdings ist es halt das Gleiche wieder. Dann spiele ich halt ein halbes Jahr, um dann ein Giveaway zu machen. Das ist halt auch ein bisschen extrem. Also ein halbes Jahr quasi jeden Tag mehrere Stunden, um dann einen Account zu vergiveawayen. Also, das ist ein bisschen heftig als Giveaway. Das ist sogar extrem heftig. Das wäre ein Giveaway, wenn ich die Zeit mit Mindestlohn berechnen würde. Würde ich nicht machen, aber mal angenommen, ich würde es machen, dann wäre der Account wahrscheinlich 10.000 Euro wert oder so. Was er effektiv wahrscheinlich nicht wäre. In F-Coins gerechnet, aber das wäre utopisch.